Im letzten Video haben wir das Fundament gebaut. Events, Services, Base-Klassen und den Data Manager. Heute machen wir das erste echte Feature, den Economy Manager. Dieser wird Gold und Reputation laden, speichern und in unserem System verfügbar machen. Wichtig, wir bauen heute noch kein großes UI. Es geht mir erstmal darum, dass ihr die Fachlogik versteht, wie das Ganze zusammenspielt und warum wir gewisse Dinge voneinander trennen. Der Data Manager soll weiterhin nur Daten laden und speichern und die Fachlogik, die wir heute bauen, kommt in ihren eigenen Manager. Genau hier passieren nämlich sonst viele Fehler mit AI. Was wir machen, ist eine klare Struktur aufzubauen, indem wir ähnlich wie Microservices in der Entwicklung ja schon bekannt ist, unsere Struktur aufbauen, sodass wir viele kleine Templates und Beispiele sozusagen haben für die KI, damit die genau weiß, ich muss einen Manager bauen, so sieht ein Manager aus. Ein Manager erbt von dieser Basisklasse, von diesem Interface, okay, dann weiß ich, was ein Manager können muss. Wenn wir das nur stark genug am Anfang schon vordefinieren und mit den Iterationen immer wieder nachkontrollieren, dass auch das, was die AI baut, später dem entspricht, was wir wollen, dass es dem entspricht, dann wird die AI Step by Step mit jedem Feature sogar etwas besser. Nicht wie gewöhnlich in Projekten immer schlechter, sondern tatsächlich jedes Mal ein Stückchen besser, weil sie jedes Mal ein Stückchen mehr Templates, Beispielcode, Examples hat, woran sie sich eben orientieren kann und damit das Ganze besser umsetzen kann als zuvor. Unseren Data Manager solltet ihr bereits aus dem vergangenen Video kennen. Wenn nicht, holt das Video bitte nach, dann ist es wichtig, dass ihr die Methodik versteht, die wir hier mit dem Event Manager, mit den Event Keys, mit unserem Base Manager und vor allem auch hier jetzt explizit mit dem Data Manager verfolgen. Wichtig ist für uns jetzt erstmal, dass wir hier Load Game Data haben. Das heißt, zu Beginn laden wir die Game Daten des jeweiligen Speicherstands, wo wir uns gerade befinden. Auch ein kurzer Hinweis nochmal, wir machen das mit PM-Prefs, das ist unser eigenes Asset. Das ist im Endeffekt das Speichern und Laden mit Player-Prefs von Unity, nur eben, dass wir eine Verschlüsselung drin haben, dass wir schneller speichern und laden, größere Daten speichern und laden können und dass wir das Ganze mit jedem Objekt einfach direkt das reinpacken können und das funktioniert. Also ihr seid nicht an die wenigen Objekte gebunden, die euch Unity selbst zur Verfügung stellt. Im Economy Manager, da haben wir dann eben wieder einen Standard-Manager von uns aufgebaut. Das heißt, wir erben vom Base Manager, der mit Economy Manager geladen wird und dementsprechend stehen uns alle Features zur Verfügung, die wir eben in unserem Base Manager implementiert haben. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir Events registrieren können. Also hier sagen wir einmal Register Event mit einem Double, das ist Lord Gold. Also hier führen wir dann die Methode onLordGold aus und Register Event mit einem Double sagen wir Lord Reputation. Hier führen wir dann onLord Reputation aus, wenn dieses Event getriggert wird. Dann haben wir noch ein Register Event ohne Value, also ohne Type of T und das ist dann Lord Finish. Wir wollen einfach wissen, wann erfolgreich geladen worden ist. Wir schauen uns einfach mal die onLordGold Methode an. Die ist kein großer Voodoo. Wir sagen einfach, es kommt hier ein Wert Gold rein. Der kommt ja von dem Event. Also wenn Gold geladen wird, haben wir einen Wert, einen Double in dem Fall. Das ist dann die Anzahl an Gold, die wir geladen haben. Da setzen wir in unserem Manager auf den Gold-Value und sagen dann, ja, Gold wurde geladen mit dem jeweiligen Wert, wie viel Gold geladen wurde. Das Ganze machen wir für onLord Reputation genauso. Und bei onLord Finish sagen wir einmal nur mal kurz, hallo, wir haben fertig geladen, alles passt. Wichtig wäre dann an der Stelle noch hier oben unser onInit zu Beginn. Das können wir natürlich theoretisch oben setzen, aber wir können es auch hier setzen. Da unsere Base Manager ein onInit haben, setzen wir hier einmal die Werte jeweils auf den Default-Wert, den wir haben wollen, damit wir nicht einfach einen kaputten Wert haben oder einen Null-Wert an der Stelle haben, falls es irgendwie beim Laden zu Fehlern kommen sollte. Um das Ganze jetzt auch tatsächlich aktiv einmal benutzen zu können in Unity, müssen wir jetzt die Szene bearbeiten. Das heißt, wir erstellen jetzt leere Game-Objekte, benamen die richtig, sodass wir schneller darauf zugreifen können und geben da die jeweiligen Manager rein. Warum müssen wir das eigentlich tun und arbeiten nicht mit statischen Objekten? Das ist ganz einfach. Wir haben MonoBehavior, beziehungsweise wir erben von MonoBehavior. Das ist ja eine Unity-Library oder eine vorgegebene Klasse von Unity. Und diese benötigt eben, dass es als Game-Objekt instanziert wird. Und dann können wir auf die Unity-Funktionalitäten wie Start, Awake, OnEnable etc. zugreifen. Ohne das könnten wir auf diese Funktionalitäten nicht zugreifen und würden dann uns weit außerhalb von der Komfortzone, sage ich mal, von diesen Unity-Methoden bewegen. Das kann man auch tun, dann muss man diese Funktionalitäten, wenn man sie denn so nutzen möchte, aber nachbauen. Und hier wollen wir möglichst nah am Standard bleiben, damit es einfach, schnell ist und eben auch, damit KI möglichst simpel mit diesen Methoden umgehen kann. Also zurück in Unity.
So, was wir jetzt hier haben, ist einmal, wir haben den Manager, World und UI. Das habe ich jetzt einfach nur mal gemacht, um euch zu zeigen, wie ich grundsätzlich bei Unity meine Hierarchie aufbaue. Das sind immer 3 ist gleich, dann der Name der Kategorie, das ist dann nur eine Überkategorie und dann wieder 3 ist gleich, immer mit einem Leerzeichen dazwischen, ist einfacher zu lesen. Und das hat den Vorteil, dass wir hier kategorieweise oder auf die verschiedenen Tiefen uns dann eine saubere Struktur machen können. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, unter die Manager oder unter World können wir sagen Global Licht und Kamera, das ist ja definitiv Welt. Ne, das haben wir dann unter World sauber aufgeräumt und hier haben wir die Manager. In unseren Managern haben wir jetzt einmal App, also das ist unser Core-Script, dann haben wir unseren Data Manager und unseren Economy Manager. Warum schreibe ich hier mal Manager mit hinten dran? Das ist relativ einfach, damit wir einmal über die Suche schneller drauf finden und dass, wenn wir durchscrollen und wir wollen eine Übersicht haben, sehen wir sofort, wenn ich hinten Manager dran schreibe, auch mit diesem Abstand, mit dem Minus hier, dann sehe ich sofort, okay, das ist unser Manager und dieser Manager dementsprechend, also ich weiß sofort, es ist ein Manager. Das kann man dann später mit Images, mit Button, was auch immer man da macht, kann man das dann dementsprechend auch so umsetzen. Okay, was wir jetzt brauchen, ist einmal in unserem, also wir haben hier App, Data Manager, Economy Manager, das sind leere Game-Objekte und diese leeren Game-Objekte haben einfach die Skripte drauf bekommen. Also in dem Economy Manager ist das Economy Manager Skript, im Data Manager das Data Manager Skript und in App ist das App Skript. Das könnt ihr einfach per Drag and Drop hier draufziehen oder ihr könnt auch hier einfach sagen Add Component und könnt dann hier zum Beispiel App schreiben und dann seht ihr auch, woher das kommt, welchen Namespace das hat und wie das heißt. Okay, wenn wir das gemacht haben und die Manager schon hier sind, dann können wir bei App entweder per Drag and Drop die Manager hier reinziehen oder wir sagen hier oben einfach auf die 3 Punkte klicken, Load All Managers, dann lädt er auch die Manager. Wichtig hier, müssen wir aufpassen, diese Reihenfolge der Manager definiert die Reihenfolge, wie sie geladen werden. Das ist manchmal nicht relevant, manchmal ist es aber sehr relevant. In unserem Fall wollen wir natürlich, dass der Data Manager zuerst geladen wird, denn der Economy Manager möchte ja auf geladene Daten zugreifen. Und was wir jetzt tun können, ist, wir drücken einmal Play und dann können wir auf den Economy Manager klicken. Die anderen Sachen ignorieren wir gerade mal und können jetzt beim Economy Manager über die 3 Punkte auf Demo auf verschiedene Funktionalitäten zugreifen. Das zeige ich euch einmal. Wir haben hier ganz unten im Economy Manager das If Unity Editor. Ein Kontextmenü. Das habe ich euch auch, glaube ich, im letzten Video schon gezeigt, wie das funktioniert. Hier haben wir jetzt Demo, Slash und dann Complete Order. Damit entsteht automatisch so Untermenüs. Das heißt, wir haben einmal eine Complete Order, wir haben eine Run Promotion und ein Reset Progress. Wir gehen einmal auf die Complete Order und sehen jetzt, okay, wir setzen Gold mit Gold plus Order Gold Reward, dann Set Reputation mit Reputation und Order Reputation Reward und dann geben wir das Ganze einmal aus. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Durch dieses Set Gold lösen wir automatisch die Set Gold Methode aus und notifyen das Event hier. Also wir benachrichtigen den Event Manager und sagen, hey, Gold hat sich verändert mit dem neuen Gold Value. Und das ist auch der Kern, den wir hier mit auslösen wollen. Also wir sagen einmal Complete Order, wir sagen Run Promotion, das muss im Übrigen kein Bool sein, das kann ich jetzt nicht löschen, weil wir im Play-Modus sind. Und wir haben einmal Reset Progress. Also Reset Progress, wie wir hier sehen, setzt alles auf 0. Die Complete Promotion kauft uns für Gold gleich Reputation und das Complete Order gibt uns Gold und Reputation. Also wieder in Unity ankommen, drücken wir auf die 3 Punkte, Demo, sagen Complete Order und wir sehen jetzt hier unten, ich mache es ein bisschen präsenter, sehen jetzt hier unten, wir haben Order Resolved, Gold 60, Reputation 5. Im Übrigen, der Logwriter, den wir haben, der zeigt euch jetzt genau an, was hier passiert. Also wir sehen jetzt einmal unsere Uhrzeit, Info, dann Fehler 200, also 200 ist ja der Code, dass es richtig erfolgreich war. Und dann sehen wir Manager, Economy Manager, Complete Order, Order Resolved, das ist dann ganz normal unsere Messages. Das ist der Grund, warum wir unseren eigenen Log-Manager geschrieben haben, damit wir diese Information, in Unity kriegen wir die sowieso raus, durch unseren Trace-Log hier unten, aber außerhalb von Unity ist es dann schwerer, wenn wir nicht alles speichern wollen, diese Information rauszubekommen. Dementsprechend haben wir deshalb auch unseren Log-Manager selber oder unseren Log-Service selbst geschrieben. Okay, wir sehen jetzt auf jeden Fall jedes Mal, wenn wir den Order abschließen, Complete Order 85 und 6 und nochmal Complete Order 110 und 7. Jetzt gehen wir auf Demo und sagen einmal Run Promotion. Wir sehen, es wurde 15 Gold abgezogen und wir bekommen 2 Reputation. Wenn ihr PMPrefs benutzt, könnt ihr jetzt auch live reingucken. Also ihr könnt auf PMPrefs klicken. Ihr müsst hier einmal aktualisieren, wenn es nicht aktuell ist. Und dann seht ihr hier jeweils euren Key und den jeweiligen Value dazu. Jetzt können wir das Ganze einmal zum Zeigen einmal ausmachen. Löschen nochmal den Log. Machen nochmal ein. Und sagen jetzt einfach mal beim Economy Manager Demo
nochmal ein Run Promotion und wir sehen jetzt haben wir noch 80 Gold und 11 Reputation. Es stimmt also, was passiert ist. Also wir hatten vorher ja 95 Gold und 9 Reputation, jetzt haben wir 80 Gold und 11 Reputation. Das heißt, die Werte von vorher wurden gespeichert und die sind jetzt wieder da. Damit haben wir jetzt in dieser Tutorial-Serie zum ersten Mal ein echtes Feature implementiert und nicht einfach nur Infrastruktur oder Fundament gebaut. Der wichtige Gedanke dabei ist, der Data Manager speichert und lädt nur Daten. Der Economy Manager, also unser neuer Manager, der gibt an, wann wir was laden und speichern wollen. Und das UI, das wir im Übrigen im nächsten Video machen, wird uns dann als User ermöglichen, die Interaktion, die wir gerade noch über den Editor hatten, auch auszuführen, sodass der Economy Manager dann speichert und lädt, so wie wir das im UI wollen. Im nächsten Video kümmern wir uns also exklusiv um UI für den Economy Manager, um euch zu zeigen, wie die Struktur mit dem Unity UI Toolkit dementsprechend umgesetzt wird und wie wir mit dem UI Controller perfekt auf unseren Economy Manager eingehen, auch ohne eine direkte Verbindung zu schaffen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Video. Diesmal müsst ihr auch nicht so lange warten wie beim letzten Mal. Versprochen.